Servus, ich bin der Elvis vom SIP und ich stelle euch heute die Smartwatch unter den Digitaltachos für die Vespa PX vor. Das ist unser neuer Tacho-Drehzahlmesser vom SIP und der wurde benannt nach dem Beschleunigungsrennen, das wir hier auf der Strecke vor 2 Jahren hatten. Der heißt Tacho Carajo. Warum das die Smartwatch unter den Digitaltachos ist, zeige ich euch jetzt. Der hat nämlich sehr viele spannende Funktionen, also kommt mit. So. Jetzt habt ihr den Tacho schon mal genauer gesehen. Der Tacho ist für, man sieht es ja schon, das ist eigentlich das PX Lusso Design an Größe und an Befestigung. Der passt für die PX Lusso Modelle, auch für PK XL, auch für LML Modelle haben wir einen eigenen Tacho. Und dann gibt es noch 2 weitere Versionen von dem Tacho. Und zwar einmal, wie man hier sieht, geht die Anzeige nur bis 100. Das wäre einmal interessant für die 80 Kubik Modelle zum Beispiel, die nur bis 100 km/h circa fahren. Das ist eigentlich dafür gedacht, weil man kann ja die Geschwindigkeit umstellen von km/h auf Meilen pro Stunde. Und dieser Tacho ist quasi eigentlich die Version für die Meilen pro Stunde Anzeige, da 100 Meilen circa 160 km/h entsprechen. Und das wäre dann auch die zweite Version vom Tacho, die es gibt. Das ist dann ein Tacho, der geht nicht bis 100, sondern bis 160. Das ist dann quasi die km/h-Variante. Und man sieht hier schon, also er hat wieder eine ganz normale analoge Anzeige für Geschwindigkeit oder Drehzahl. Und dazu hat er eben noch hier im Eck das digitale Anzeigefeld, wo man dann sich wieder, wie bei den anderen Tachos gehabt, auch alles anzeigen kann. Auch Geschwindigkeit oder Drehzahl oder Kilometerstand oder Temperatur, Uhrzeit, alles Mögliche. Dazu kommen wir bei dem Tacho jetzt, was sehr interessant ist. Das ist hier unten in dem kleinen Feld. Da ist eine kleine Anzeige, da steht Gear. Das heißt, mit dem Tacho ist es möglich, sich eine Ganganzeige an seine Vespa PX nachzurüsten. Da nimmt er einfach das Signal von der Motordrehzahl und vom Geschwindigkeitssensor. Er rechnet daraus dann sozusagen den Gang, in dem er gerade ist. Also alles außer neutral kann er anzeigen. Dann erzähle ich euch noch ein bisschen was über die Features, die der jetzt alle hat. Das sind nämlich so einige bei dem. Also erstmal kann man, wie gesagt, die Geschwindigkeit von km/h auf mph, also Miles per Hour, umstellen. Dann kann man auch noch auswählen, ob man jetzt km/h, also Geschwindigkeit oder Drehzahl anzeigt. Man kann natürlich die Temperaturanzeige wieder umstellen von Grad Celsius auf Fahrenheit. Auch extra nochmal die Temperatur vom EGT-Sensor kann man sich auch so einstellen, wie man braucht. Und dann hat der ganze Tacho natürlich einen Kilometerzähler. Dazu hat er wieder, wie auch die alten Tachos, den Tageskilometerzähler 1 und Tageskilometerzähler 2. Genauso wie dann Durchschnittsgeschwindigkeit 1 und Durchschnittsgeschwindigkeit 2 von der Route. Aber es kommt noch was sehr Interessantes dazu. Und zwar hat der Tacho eine Funktion, bei der man sich einen Timer sozusagen einstellen kann. Eine Zahl an Kilometern, die der Tacho runterzählt und einem dann, wenn diese Zahl abgelaufen ist, eine Art Warnung gibt. Und damit kann man sich zum Beispiel selber einen Servicetermin sozusagen einstellen. Also wann man seine Bremsen überholen will oder Öl einfüllen oder was auch immer. Dann hat der Tacho noch eine sehr interessante Funktion und zwar kann man sich bei diesem Tacho entweder für die Drehzahl oder für die Geschwindigkeit einen Limit setzen sozusagen, bei dem der Tacho anfängt, zum Beispiel wenn man sich einstellt bei 80 km/h möchte ich ein Limit haben sozusagen, dann fängt der Tacho an bei 80 km/h, sobald man drüber kommt, fängt dieses Zahlenbild hier an zu blinken. Es passiert nichts weiter, sondern er fängt einfach nur an zu blinken. Das heißt, man wird sozusagen nochmal extra darauf aufmerksam gemacht, wenn man jetzt zu schnell fährt oder halt schneller als 80 km/h. Und dasselbe geht auch mit der Drehzahl. Es geht auch beides gleichzeitig. Bei der Drehzahl ist es dann aber nur hier in dem kleinen Kreis, hier mittendrin, so ein kleines rotes Lämpchen, das aufblinkt. Das ist sozusagen dann der Rev-Limiter. Das waren jetzt schon mal ein paar coole Features, die der Tacho hat. Es gibt aber noch ein paar mehr und die kann man sehr gut während der Fahrt zeigen. Deswegen steigen wir jetzt mal auf den Roller und dann zeige ich die euch da. So, man kann jetzt hier mit dem Drücker von dem Tacho erstmal alle Menüs durchschalten. Also erst die ganzen Tagestrips sozusagen durch. Einmal bis ans Ende durch. Erst kommt hier noch die Höchstgeschwindigkeit, die man erreicht hat und danach kommt man in das Power-Test-Menü. Da steht jetzt auf dem kleinen Bildschirm vom Tacho Power. Dann drückt man einmal lange und dann kommt man in den Testmodus für die Geschwindigkeit. Also das heißt, ich fahre jetzt los. Jetzt auf die erste Bewegung von der Tachoschnecke reagiert er. Das heißt, ich fahre jetzt mal los und schau mal, wie lange ich für 80 km/h brauche.
Also man sieht jetzt, ich habe von 0 auf 80 km/h beschleunigen 9,19 Sekunden gebraucht. So, und jetzt testen wir das Ganze noch in dem Streckenmodus. Das heißt 150 Meter habe ich voreingestellt. Wir schauen, wie lange brauche ich für 150 Meter und der Tacho misst es wieder und zeigt es dann an. Einläuft. So, jetzt sieht man im kleinen Display, hier oben steht 86, das steht für die maximale Geschwindigkeit, die ich erreicht habe. Und an Zeit habe ich gebraucht 9 Sekunden, 69. Also 9,69 Sekunden haben wir gebraucht und sind insgesamt 86 km/h schnell geworden. Also wir haben den Tacho jetzt ausgiebig getestet, funktioniert super. Ich hoffe, es hat euch gefallen zum Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar oder lasst uns ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr selber so einen Tacho wollt, geht einfach bei uns in den Online-Shop. Den gibt es jetzt bei uns erhältlich. Viel Spaß dabei. Ciao, bis zum nächsten Mal.